Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um einen Vergleich von zwei Gitarren, die wir in einem meiner letzten Videos oder in den letzten Videos von mir schon mal behandelt haben. Es geht nämlich heute um diese zwei hübschen Dinger hier, nämlich die Martin HD28V und die Breedlove DSRE H, und H steht eben für Herringbone. Und ihr könnt jetzt schon sehen, diese Gitarren sind sich ziemlich ähnlich, aber hundertprozentig gleich sind sie nicht. Und darauf gehen wir jetzt ein. So, ich stelle die Gitarren hier schon mal weg. Ja, und hier habe ich dann einen Laptop stehen, den habe ich nicht ohne Grund hier stehen. Nee, das hat einen Grund, weil ich sehe nämlich jetzt hier drauf gleich das, was ihr da sehen werdet. Und zwar sind es Bilder mit Vergleichen. Und wir starten mal direkt mit dem ersten Bild. Und zwar haben wir hier die beiden Kopfplatten. Ne? Die Martin, völlig klar, hat die Martin-Kopfplatte. Die Breedlove hat eben die Breedlove-Kopfplatte. Und Auffälligkeiten sind jetzt für mich jetzt in erster Linie zwei Dinge. Nämlich, Nummer 1 ist das Furnier. Auf der Martin weiß ich es nicht, was es ist, aber ich schätze mal, dass es Palisander ist. Auf der Breedlove ist es eben Ebenholz. Und was mich jetzt hier noch ein bisschen, was ich auch eine Auffälligkeit finde, ist die Form der Mechaniken, weil die sehen sich nämlich ziemlich ähnlich, aber da kommen wir gleich zu. Wir gucken uns erstmal das nächste Bild an. Das ist nämlich nochmal eine Detailansicht von dem Furnier. Ja, beide schön gemasert, aber dennoch definitiv unterschiedliche Helligkeiten an Holz. Im nächsten Bild können wir dann die Mechaniken sehen. Die von der Martin ist Martin gebrandet und die von der Breedlove ist eben Goto gebrandet. Und ich finde, die beiden sind sich sehr, sehr ähnlich. Also ich kann es nicht beschwören, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mechaniken von der Martin eben Martin gebrandete Goto-Mechaniken sind. Aber kann auch falsch sein, keine Ahnung, aber das sieht doch sehr, sehr ähnlich aus. Beim nächsten Bild sehen wir dann den Hals- bzw. Kopfplattenübergang. Und Martin hat ja dieses System da, das sieht man relativ häufig an Martin-Gitarren, und bei Breedlove ist eben ja, keine besondere Steifigkeit mehr durch mehr Material gegeben. Aber das ist ein System, was so auch schon 100 Jahre funktioniert oder hunderte Jahre, und die Kopfplatten brechen die ja jetzt nicht ohne weiteres mal ebenso weg. Inlays, ja, das ist ein ziemlicher Unterschied, nämlich bei der Breedlove sind es Dots und bei der Martin sind es eben eigene Inlays aus Abalone. Gefallen mir die von der Martin besser, aber ich wollte hier ja gar nicht werten, ja, aber so viel dazu schon mal. Beide haben das Herringbone Binding, ja? Und das ist doch sehr, sehr ähnlich. Ich finde auch die Maserung bei dem Holz sehr ähnlich. Ich könnte da jetzt nicht sagen, welche enger gemasert ist oder weiter gemasert ist. Bei der Martin ist es mal etwas weiter, mal etwas enger, genauso wie eben auch bei der Breedlove. Was jetzt hier auffällt, ist, dass die Bünde bei der Martin-Gitarre doch schon etwas dicker sind. Rosette, auch verständlich für jeden, ne? Also die Martin hat eben so eine ganz normale Ringel-Rosette und die Breedlove hat eben eine Abalone-Rosette. Und wir sehen jetzt auch bei der Breedlove, dass es sich eben um eine Gitarre mit Toneimmer handelt. Zusätzlich hat die Breedlove ein durchsichtigeres Schlagbrett, zu dem wir übrigens jetzt nochmal im Speziellen kommen. Es ist halt ein anderer Farbton, aber vom Prinzip her, es ist nicht gleich, aber doch schon irgendwie ähnlich. Steg ist anders, ja, und zwar ist das bei der Martin ein bisschen größer gefräst als bei der Breedlove, aber auffällig ist hier jetzt noch, dass die Form des Stegs, also nicht nur die Stegeinlage, sondern die Form des Stegs doch sehr, sehr gleich ist. Und ja, die Knöpfe sind halt anders, ne? Gurtpin ist an der gleichen Stelle, gehen wir jetzt nicht weiter groß drauf ein. Die Martin hat einen Inlay-Streifen am Boden, das hat die Breedlove nicht. Dennoch finde ich, dass die Breedlove etwas aufwendiger, dramatischer gemasert ist als hier die Martin in diesem Fall. Aber das liegt auch an diesem Instrument an sich, und da ist ja nicht jedes Instrument gleich. Binding hinten an der Martin ist ein bisschen größer, geht noch ein bisschen in den Boden rein als bei der Breedlove. Das Zagenbinding, ja, das ist eben das, was ich meinte, ne? Das ist sich schon sehr ähnlich, nämlich mit diesen Riefen da drin. Ich finde es bei beiden schön gemacht, aber haben beide Gitarren und ist da kein Alleinstellungsmerkmal. Gurtpin bzw. Tonimmeranschluss. Die Martin hat keinen Tonimmer, sondern einfach nur einen Gurtpin. Dafür hat sie noch ein bisschen weißes Binding, was Zagen und Boden, also Decke und Boden verbindet. Und
die Breedlove hat eben dieses Ella Becks Gurtpin-Anschluss, Ton-und-Immer-System und eben kein helles Binding, sondern nur einen dunklen Strich. Ja, damit sind wir durch mit dem optischen Vergleich. Wir kümmern uns jetzt um den klanglichen Vergleich dieser beiden Gitarren, weil der könnte doch schon ziemlich interessant sein. Weil auf dem Papier lesen sich die Gitarren gleich. Beide haben das Scalloped X-Bracing, beide haben Sitka-Fichte und beide haben indisches Rosewood, also indisches Palisander an Boden und an Zagen. Ja, also ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen. Es ist der Tag danach, ich bin am Videoschneiden. Ich sehe gerade, der Fernseher ist noch aus, aber ist ja auch egal. Es geht jetzt um Informationen, nämlich ich habe vergessen, die Korpusform zu vergleichen. Ja, und quasi das Wichtigste. Und zwar, wir können jetzt hier auf dem Bild sehen, dass also ich finde, also es ist natürlich alles nur ein ganz, ganz kleiner Unterschied, aber ich finde, dass die Breedlove ein bisschen fetteren Arsch hat und dass die Schultern dadurch etwas schlanker wirken. Ich habe es nicht gemessen, ne, aber anhand von diesen Bildern finde ich, kann es so sein, aber dennoch sind die beiden Korpusformen sich sehr, sehr ähnlich. Weiter mit dem normalen Video. Und wir spielen jetzt immer mal das Gleiche mit beiden Gitarren abwechselnd und wir schauen mal, welche Gitarre ja, davon besser gefällt, weil ein besser gibt es, finde ich, meiner Meinung nach nicht. Es ist einfach nur ein bisschen ein anders. Das finde ich generell bei Musikinstrumenten. Ne? Also ich finde nicht, dass es da irgendwie jetzt einen Weg gibt, der hundertprozentig immer zum Erfolg führt und der auch jedem dann auch gefällt. Ne? Das ist eben dieses Ding.
Ja, dann haben wir es geschafft mit dem Vergleich dieser beiden Gitarren. Was kann ich abschließend dazu sagen? Tja, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, steht das Ding noch im Weg? Keine Ahnung. Egal. Ja, meiner Meinung nach gibt es keinen Gewinner, keinen Verlierer bei diesen beiden, weil die klingen, ich finde, anders. Ich finde, dass die Martin bassiger klingt und die Breedlove dafür ein bisschen mehr Höhen hat. Ja, das ist aber komplett Geschmackssache. Ich finde, die Martin ist besser bei so... Ja, dafür ist die Breedlove, finde ich, mehr eine Gitarre, wenn du auch noch ein bisschen Fingerstyle dazu machst, wenn du ein bisschen ruhigere Sachen spielst, wenn du also nicht nur auf Strumming stehst. Also einen ganz klaren Gewinner, finde ich, gibt es da nicht. Beides super Gitarren, beides Fichte Palisander, beides Vollmassiv, beides Made in USA. Ja, das darf man nicht vergessen. Preislich habe ich bei der Breedlove keinen genauen im Kopf, aber ich weiß, dass die ungefähr die Hälfte von der Martin kostet. Nagelt mich nicht fest, auf den Euro jetzt genau oder so, ne? Aber ungefähr, so ganz grob von der Martin. Dann haben wir es geschafft hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier mit dem Vergleich dieser beiden Gitarren gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Haut rein, abgehen.